gar nicht. Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Das Gute bei uns ist, dass es perfekt harmoniert. Wir haben immer dieselbe Meinung, das gleiche Gemüt. Wir haben beide gleichzeitig keine Lust auf irgendwas. Oder Lust auf irgendwas? Genau, ja. Das macht es halt echt easy. Wenn man sich immer nach dem Worst Case fragt, merkt man am Ende, dass dieser Worst Case oft gar nicht so schlimm ist. Das Schlimmste, was passieren kann, dass es nicht harmoniert und ich dann meinen Weg gehe, er geht sein. Klar, wenn er wieder irgend so was richtig Krasses macht, habe ich immer Angst. Also Bungee Jumping fand ich nicht so cool. Tauchen war auch ein bisschen spooky. Aber ich mach's halt immer mit. Bist du dankbar für die Erfahrungen, die du gemacht hast. Ne? Fail hatten wir. Wir haben gleich zu Beginn der Weltreise 3 Kreditkarten verloren, weil wir einfach alle im Portemonnaie hatten. Das war so richtig dumm. Treiben lassen vor allem. Ja. Die Leute planen immer so unglaublich viel und ja, Weltreise noch nicht da und wir brauchen das und das und das und gar nicht, ne? Einfach mal chillen, ankommen und dann gehen wir immer mit dem Flow. Und dann erlebst du die geilsten Sachen, weil die waren nicht auf deinem Papier, die waren nicht in deinem Kopf. Und auf einmal landest du in Sumatra im Regenwald und hast den schönsten Tag deines Lebens. Ja. Eher die Frage danach, wird das jemals enden? Ja, also ich glaube, wenn man mit diesem Lebensstil einmal in Berührung gekommen ist, dann kann man auch gar nicht mehr zurück. Also wir können jetzt niemals zurück ins Büro, 8-to-5-Job, das geht halt gar nicht mehr. Ja. Also Reisen wird jetzt immer zu unserem Leben gehören. Eher so ein Zurückkehren zu Base, kurz Akkus laden und dann kann es eigentlich nach 3 Tagen gefühlt schon wieder losgehen. Ja, genau. Ja, also wir müssen uns dazu zwingen und wir hatten mal eine kurze Auszeit, das waren 30 Stunden. Aber am Ende gehört es zu uns, es gehört zu unserer Welt und irgendwie dachten wir, ach, gehört einfach dazu. Ja, auf jeden Fall die Vielfalt im Supermarkt. Also als wir zurückgekommen sind aus Asien, das war ein Kulturschock im Supermarkt. Also, das waren ja, ich weiß nicht wie viele Kühlschränke. Joghurt, schon Brot. Der halbe Supermarkt gefühlt war schon. Wir haben echt uns richtig Zeit genommen, wir sind 2 Stunden an jedem Produkt vorbei. Wir haben es zelebriert eigentlich. Ja, ja. Ich finde es sehr cool, eine Postkarte von meiner Mutti zu bekommen, während sie irgendwo in der Welt ist und nicht mal zu Hause. Das ist ja witzig. Ich hab's dir gesagt. Okay. Ja? Ja, du? Ich bin nachher über diese Christmas Straight. Okay, ja. Ich wollte dich jetzt nicht beeinflussen in deiner Meinung. Jetzt müssen ganz viele kommen. Du hörst Charts. Du hörst so 80er Techno. Gar nicht.